Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück bei Wytchwood, wo wir ja im Prinzip die einzig gute Person sind. Ja gut, eigentlich nicht. Wir helfen den Leuten. Und wir werden jetzt die Katze überführen. Das geht auf dem Markt, weil wir jetzt zu den ganzen 3 Leuten wieder gehen können. Denen die Beweise vorlegen. Und dann müssen wir mal schauen, was wir noch tun müssen, um die Katze endgültig besiegen zu können. Gucken wir mal. So, Kollege. Get some evidence or get out. Da. The candle's cheeks flush a bright red, scomping and shouting at the cat's confession. Why that yowling pest? That's my whole livelihood she's meddling with. You agree the baker's innocent, then? Pa, looks like he didn't have a hand in this horrible crime. Though his bread's still stale, if you ask me. As long as you 3 put a stop to this ruckus, maybe we can put an end to this grudge after all. I keep my eyes peeled for that darned cat. She won't show her nose around here again, that's for sure. Gut. Dann würde ich allerdings gerne, weil ich da draußen so einen Zwerg gesehen habe, shiny Dinger machen. Davon machen wir gleich 3. Aber das dann Maximalanzahl ist, die ich machen kann. Mit dem Fireflies. Das heißt, wir müssen davon auch noch welche holen. Aber ich würde gerne... Ich würde gerne so ein paar Dinge sammeln. Dankeschön. Ich brauche nämlich 3 Elfschuhs für den Auftrag für den Gargoyle. Okay, was war der andere Weg? Darüber. Hallo, Bäcker. Well, have you got any evidence yet? Ja, hier. The baker's brow arches in anger as he reads the cat's confession. That unrefuted little urchin. How dare she tamper with my buns like that? You forgive the blacksmith then, huh? Well, sure, it doesn't look like he was involved in this at all. Splendid. If you 3 can get along long enough, we can bring the real culprit to justice. Also jetzt müssen wir runter zum Blacksmith gehen. Damit wir das auch erledigt haben. Vielleicht finden wir auf dem Weg dahin sogar noch einen weiteren Elf. Snail Sheet, interessant. Oh, was liegt denn da? Aua. Okay, ich muss mit ihr erst das Ganze klären. Interessant. Also das wird auch noch kommen, dass wir irgendwann mit der... Oh, warte. Guck mal hier. Ist für dich. Habe ich nicht 3 gemacht? Habe ich jetzt irgendwo so ein Teil... Ich habe da oben so ein Teil hin platziert. Ich will nichts von dir. Ich will nur mein shiny Ding haben. Danke. Mehr wollte ich gar nicht. Dann können wir nämlich danach wieder in die Stadt gehen. Und das Ding regeln hier. Aber gut, jetzt gehen wir zum Blacksmith und sagen ihm, hier Typ, der andere ist unschuldig. Wenn wir hier drüben noch ein bisschen was haben mitgehen lassen. Hallo. Only evidence could possibly change my mind. Da hast du Evidence. The man's beady eyes go right with anger as he reads through the paper. Why, that no good cat. The whole market could have gone up in a big ball of fire. I take if you let the chandler off the hook. Sure, looks like he wasn't involved in this plot. Though I still don't care for his candles much. Excellent. Maybe with you 3 at peace we can get to the bottom of this.
Now that these three fellows have cooled down a bit, I better have a chat with that plump purple pony to figure out the best way to confront the Swindler. Okay, also, jetzt reden wir mit ihm. Ist der Schuhtypi, also der Gargoyle, war der hier oder war der... Ah, ich behalte mal den einen Shiny Lure vielleicht. Denn eventuell brauche ich die noch, wenn ich einen Dieb fangen will. Jetzt reden wir erstmal mit ihm hier. Oh, Joy, you're back. Did you find anything in those shops? It would appear your market is plagued by the mastermind schemes of the cat. Well, maybe not so masterminded. She did leave behind a bunch of clues for me to find. As though summoned, a fairy-shaped somersaults onto a nearby rooftop with a flourish. Yeah, I see you're a fan of my genius accomplishments. Well, you're in luck. Soon I'll have the whole village at my mercy. Quickly, your magic horn. The unicorn shuffled its stumpy legs to get a better shot at the monologuing feline. With a flick of her tail, the cat disappears, leaving only her voice cracking in the air. Yeah, you have to be faster than that, slowpokes. Oh no, I'm sorry, I'm not very maneuverable in high-pressure situations. Ah, don't fret. We'll just have to make sure she stands still next time. I should be able to concoct a tantalizing kitty treat song enough to keep her attention. I set it up by that big stature here. You just get ready to fire. Feline Curry Recipe. Was brauche ich? Seltsamen Kram. Wir brauchen einen Cat Treat. Kann ich machen. Wird gemacht. Perfekt. Nächstes. Rich Spice. Kann ich machen. Wird gemacht. Sehr gut. Komm schon. Alle guten Dinge sind 3. Stuffed Burp. Ich brauche ein Pigeon Beak und Mimic's Toe. Ich bekomme beides hier. Ich weiß nur nicht... Okay, Pigeon macht Sinn, wenn ich einfach nur das hier mache. Und das hier mache. Dann sollte ich das Pigeon-Teil bekommen. Weil das sind ja eindeutig Tauben, die hier rumfliegen. Komm. Danke. Danke. So. Damit haben wir das Pigeon-Teil, was wir brauchen. Sehr gut. Wie bekomme ich das andere? Was ist das? Mimic's Toe. Also brauchen wir wahrscheinlich einen Pantomime. Oder ist das vielleicht zu wörtlich gedacht? Ich will die nicht bestehlen. Merchant, Villager. Pickpocket, von dir kriege ich nichts. Villager. Missionary of the Ram. Wo bekomme ich denn ein Mimic's Toe? Oh, ich kann hier auch was klauen. Ah, nee, ich kann sie beklauen und die andere da benutzen. Wo gibt es denn... Danke, danke. Mimic. Der lässt mich da nicht raus. Eventuell doch dann in die Stadt gehen. To the village ist hier links.
Wie bekomme ich ein Mimic's Toe? Mimic. Oh, alles klar. Alles klar. Danke. Dann können wir gleich noch einen nutzen. Ich muss sowieso hierher, weil hier ist doch auch der andere Dude, der die Teile haben wollte, hier. Well, what are you waiting for? The fashion scene moves too quickly to stand around idle. Oh, no make head. Na egal, ich gebe ihm die anderen Sachen schon mal, weil dann habe ich das wenigstens direkt hinter mir. Wir brauchen einen No Make Head, den habe ich komplett vergessen. No Make Head wäre on the fields. Du bist ein Mimic? Nein, du bist kein Mimic. Hast du jetzt von mir was geklaut? Ich glaube nicht, du warst zu langsam. To the forest? Nee, wenn, dann ist in den Feldern besser. Weil in den Feldern müsste ich in der Lage sein, einen Gnom zu finden. Da hätten wir noch einen Wolf oder einen Hund, wo ich dann im Notfall auch an Fell komme. Field, genau. Weil da ist der Gnom. Hier gibt es auf jeden Fall den Gnom irgendwo. Oder war das doch im Wald? Nein, hier unten läuft doch einer rum. Puzzlebox, genau. Ich wusste doch, es gibt hier irgendwo, gab es Gnome. Ich habe sogar alles, was ich brauche durch Zufall. Dann müssen wir ganz kurz im Inventory ein bisschen umräumen. Mein Gott, schnell platzieren und weggehen. Danke. Mehr wollte ich von dir gar nicht. Da können wir jetzt direkt zurückgehen und geben den anderen Typen das, aber irgendwas fehlt mir noch. Ah, genau, ich brauche dieses Ding hier. Und dafür brauche ich das Ding. Den habe ich. Das heißt, ich kann alles craften. Stimmt, ich wollte ja nur einen Mimic's Toe haben. Und dann habe ich umentschieden, ja, ich könnte ja noch diese Aufgaben gleich mitmachen, wenn ich eh gerade unterwegs bin. Dann gehen wir jetzt nämlich das looten, danke. Geben dem Typen hier oben, was er will. Was hast du davon, wenn du mich versuchst auszurauben, du Idiot? Leg dich nicht mit einer Hexe an. Das ist niemals gut. Okay, du kriegst deinen Gnomenhut. Dann bist du nämlich endlich zufrieden. You see the gnome that here nearby. As you present a handful of tiny clothing, the gargoyle lets out a grinding screech. Eee! What? What's wrong? These are simply magnificent, Hung. The exciting statue seems thrilled about the elf shoes in particular. You nearly gave me a heart attack, and I don't see what's so great about those things. They are barely the size of thimbles. Ignoring you, the gargoyle slips the minuscule shoes onto its wriggling toes. Ah, but aren't they just lovely, and they match my scarf? Well, I think you look ridiculous. Now tell me where the black sheep is, or I turn you into gravel next. No need to wrinkle up your eggs.
I carried her out through the secret groove in the woods to hide from the ram. Even managed to save some of her stocks as well. Since you've shown yourself to be no friend to the ram, I guess I could fly you out there too. The gargoyle flexes the heavy stone wings on its back. Oh. Nee, jetzt nicht, danke. Das ist aber gut zu wissen. Weil ich muss jetzt erst zum Markt zurückgehen. Ich will erst das mit der Katze möglichst erledigt haben. Weil wenn ich das habe, dann kann ich mich gerne da rumfliegen lassen. Market war hier oben, oder? Ja. Auf einmal kommt alles zusammengefühlt. Peak Curiosity. You blaze down the scrumptious-looking cat treat and duck behind a pumpkin to hide. Within moments, you hear the telltale laugh of the cat over the market starts. Yeah, that's the best you can do. What do you take me for, basic alley cat? You need more than a lump of garbage to catch me. Despite her lofty words, you see her eyes go wide and her tail flick as the scent of fish and catnip reaches her nose. Right, I'm the most sophisticated criminal underlord this world has ever. Say, what is that, tuna? You give the signal to the unicorn, but see that the beast is still facing entirely the wrong direction. Ah, must do everything around here. Prompt the unicorn. You slap the unicorn on its haunches, yielding out to a daydream. Huh? What? Alright, right, the cat. The beast carefully takes aim, making sure to account for drag and wind speed direction. Alright, I've got her this time. By the light of the truth, I banish all lies from there. A brilliant spark of rainbow lights emits from the unicorn's horn and streaks towards the preoccupied cat. When the colorful smoke clears, you can't see hide nor hair of the cat. Only a smoldering pair of fancy leather boots remain near the statue. Wow, for a moment there I thought all that talk about your magic horn was pure hogwash. I mean, usually I don't have such an explosive effect. I only meant to accept the lies from her, but I guess she was all lies. Didn't have a truthful bone in her body. Well, whatever the reason, I suppose she won't be blighting your market any longer. Yes, that's right. I can't wait for life to get back to tomorrow. Thank you all for your help. You glance at one of the cat's boots slumped over on one side. I better go gather her up. You pick up the smoking boots of the cat, a rainbow who radiates off the leather and smells strongly of feet and candy. The soul of the cat, though you suspect she may have 8 more lives left. The cat is completed. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt nach links. Und machen uns auf den Weg to the Ram, weil wir kriegen ja jetzt den Gargoyle-Flug kostenlos. Zu früh gefreute. Vielleicht brauchen wir den Mimics-Toe nochmal. Also wenn wir schon hier sind, nehmen wir ihn mit. Und dann würde ich sagen, lassen wir uns mal fliegen, Gargoyle. Auf zum Ram. So, jetzt kannst du mich bitte losfliegen. Did you need a lift to the secret groove? Yo, let's go. Dankeschön. Hallo. Ich tue dir nichts. Spinning Wheel. Ah, stay back. The Ram sent you to finish me off, didn't he? Oh, crackers, I knew I couldn't trust that gargoyle to keep a secret. Calm down. I didn't come to fleece you. In fact, I came to see why that miserable tyrant tried to run you out of town. You glance around as the rescued rolls of patterned fabrics and balls of colored yarn. All because of this lovely textile work? I never meant to cause trouble, I just wanted to make beautiful clothing. But the Ram saw my work as some effort to his great vision. He wants all our sheep to dress the same, think the same, be the same, but I don't understand. Why can't we be different? The loudest voice is seldom the wisest.
Tears well up in the sheep's white set eyes. They burned down my wool shop and tried to kidnap me. I only barely got away. Thankfully, that helpful gargoyle was able to salvage some of my things from the fire. At a time like this, knitting clothing is the only thing I can do to calm my nerves. I hope I have enough yarn to last me. My poor spinning wheel was broken on the journey here, so I don't think I can make any more. Ah, shame. To am a weaver of sorts, your wheel can't possibly be beyond repair. Could I take a look at it? If you think it would help, be my guest. I can rip up a spell to restore this in no time. Oh, natürlich brauchen wir wieder so eine blöde Puppe. Und natürlich haben wir wieder wahrscheinlich nicht die Sachen, die wir dafür brauchen. Doch, wir haben sie. Oh, bin ich froh, dass ich 3 von diesen Pumpkin-Typen erledigt habe. Sehr gut, als hätte ich es vorausgeahnt. So, das machen wir noch schnell. Wir restaurieren das für sie. As good as new. A few splints and some elbow greaves and she all ready to go. Wow, really? Thank you so much. What can I ever do to repay you? I think together we should repay that thinking Rem for causing this mess in the first place. I have an idea to knit him a cardigan he won't soon forget. Why, a special gift? That's a lovely idea. But it will need a personal touch. Some wool collected from those dim-witted followers of his office should do the trick. The Rem guards his flock like an ogre. Ogre? You won't be able to get a single hair of them with him watching. That is a problem. Oh, unless you find his missionaries. Sometimes the Rem sends out loy sheep to spread the word. Why? I bet if anyone could find them, it's you. You found me, after all. He spouts his gibberish to the corners of the world. Where are these missionaries? Nearer than you think. They usually travel to the docks, the graveyard, and the market. A shame they won't have the Wren's protection. I've got plenty of fleece here, but if you have something special in mind, just put it by the spinning wheel. 3 Sheepwool. Okay, die Silk kann ich dir direkt geben. Ja, also wir brauchen 3-mal Sheepwool und einmal Metamorphoric Elixir. Ich glaube, das können wir craften. Ob das allerdings in unserer Möglichkeit liegt, seht ihr frühestens beim nächsten Mal. Euch wie immer vielen Dank fürs Einschalten. Noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.